Bevor wir zu unserem eigentlichen Projekt gegangen sind, haben wir das Privileg gehabt, um das letztjährige Projekt, den Bau von einer Schule, zu besuchen und sogar mit der ganzen Dorfgemeinschaft die Schule offiziell einzuweihen. Es war ein sehr berührender Moment. Wir haben von den Dorfbewohnern eine mega Dankbarkeit gespürt und es war schön zu hören, dass die Schule auch wirklich funktioniert. Dass immer mehr Kinder in die Schule gehen und dass jetzt sogar die Regierung die Schule unterstützt. Nach einem kurzen Aufenthalt im Olkoroi Camp haben wir uns in die Autos hineingequetscht und haben die Reise Richtung Flight Camp in Angriff genommen. Sehr bequem war es nicht, auch nicht unbedingt kurz, aber schon auf der Reise sind wir in Afrika eingetaucht. Wir haben Eindrücke gesammelt vom Verkehr, von den kenianischen Dörfern oder einfach allgemein vom Leben hier. Hinten rausgehauen hat es uns dann, wo wir im Flight Camp angekommen sind und das erste Mal über die Weite der Masai Mara geschaut haben. Eine atemberaubende Aussicht. Ein Ort, wo wir einfach im Einklang mit der Natur sein können. Wir sind aber nicht nur hier angekommen, um einfach zu sein. Wir sind dann gleich das Wasserversorgungsprojekt anschauen und durften feststellen, dass schon einiges gegangen ist. Der grösste Teil des über 600 Meter langen Graben für die Wasserleitungen war gemacht. Sie waren fleissig am Lochgraben für die Pumpe und das nötige Material für alle Arbeiten war vor Ort, was in Kenia nicht immer einfach ist. Was mich auch sehr beeindruckt hat, sind die 250 Setzlinge, die es vor ein paar Monaten eingepflanzt und mit viel Liebe großgezogen haben, damit wir sie nachher auf dem Feld einpflanzen können. This tree is the Kigelia africana. It's the African sausage tree. And actually this particular seedling is from a tree. The seeds were from a tree that I planted about 20 years ago. Mit grosser Freude und Tatendrang haben wir uns dann an weitere Arbeiten gemacht. Da es ganz viele verschiedene Baustellen gegeben hat, haben wir uns aufgeteilt und in kleinen Teams die verschiedenen Arbeiten erledigt. An diesem ganz umfangreichen Projekt hier habe ich vor allem an der Grabarbeit, die man im Hintergrund sieht, gearbeitet. Und was mich vor allem einfach beeindruckt hat, wie die Einheimischen mitgeholfen haben und wir haben sie hier drin auch unterstützen. Es war also eine flotte Zusammenarbeit und das hat mich tief bewegt. Ein Teil, den ich hier mitgewirkt habe, ist beim Solarturm. Ich habe vor allem geschliffen und Grundierung aufgetragen. Eine sehr intensive, aber auch sehr spannende Arbeit. Und was mich absolut beeindruckt hat, ist die Wasserknappheit, die wir hier haben. Bei 6 Liter pro Person pro Tag. Für alles, vom Waschen über das Zähneputzen zum Trinken. Und man lernt dabei einfach, es ist absolut möglich, mit wenig Wasser auszukommen, aber auch sehr hilfreich und schön, wenn man es einfach in einfacherer Form zur Verfügung hat. Also ich war jetzt hauptsächlich dabei, hier die 250 der insgesamt 1000 Bäume anzupflanzen. Sehr schön war die Arbeit mit den Maasai, weil man gemerkt hat, wie motiviert sie sind und dass sie Freude daran haben, dass wir hier zusammen an diesem Projekt arbeiten. Schwierig war, dass die Sonne runterbrennt wie sonst was, also wirklich sehr, sehr heiß ist hier auf dem Feld. Insgesamt wirklich eine große Aufgabe, hier diese Bäume dann auch in den nächsten Wochen und Monaten zu bewässern. Ich war vor allem damit beschäftigt, die Pumpe in Betrieb zu nehmen, das Solarsystem mal auszutesten. Und was mich fasziniert hat, ist, wir sind hier angrenzend an die Masai Mara. Wir haben während dem Arbeiten Zebras, Giraffen, Topis, Ground Hornbills, alles Mögliche gesehen. Und auch die Chance gehabt, die Masai Mara selber zu besuchen. Das war einfach genial. Zwischen unseren harten Arbeitstagen haben wir immer wieder mal Zeit gehabt, um einfach zu relaxen, Natur zu erforschen oder uns mit den Einheimischen zu unterhalten und einen vertieften Einblick in die Maasai-Kultur überzukommen. Es sind sehr schnell Freundschaften entstanden und es war sehr schön, so nahe mit ihnen zusammenzuleben und zu arbeiten. Sie haben uns herzlich aufgenommen und auch hier haben wir wieder eine mega Dankbarkeit erlebt. Now, the project is good because the community is gratefully happy about the project. Because since it didn't come here, the water is not here. It's very troubled. But now it's good about the water, and the community are happy about the project. Leider ist die Zeit viel zu schnell umgegangen und wir haben uns schon wieder auf die Heimreise machen. Ein paar Arbeiten haben wir abschliessen. Vieles wird aber in den nächsten Wochen noch vom Walking mit Maasai Team und den Einheimischen erledigt.
So the next step from now is to work on the water tank, where the community is going to collect clean drinking water. We are also going to make a place where the women are going to be doing their laundries for cleaning, and also to work on the cattle trough for cows to be able to drink. Der Einsatz war für uns ein super Erlebnis. Wir sind mega dankbar für die geniale Zeit in Kenia. Die Einheimischen zu unterstützen und zu sehen, was durch das Projekt für sie möglich ist, hat uns mit einer tiefen Freude erfüllt. All das wäre nicht möglich gewesen ohne grosszügige Spender von der HI. Und danke vielmals an alle, die irgendetwas zu dem Projekt beigetragen haben. Finanziell, materiell oder uns sonst irgendwie unterstützt haben. Mehr Informationen gibt es auf unserer Homepage.